Gehen wir zurück zur Bedeutung dieses Wortes, das Paradies. Das Paradies kommt vom griechischen Paradeisos und das sich wiederum stützt auf den Ursprung des avestischen Wortes Pairi-Daeza. Pairi bedeutet rundherum und Daeza bedeutet die Mauer. Also etwas, das von einer Mauer umgeben ist. Hier sehen wir eine Abbildung des Königspsalters Sainte-Chapelle aus dem 15. Jahrhundert. Das Paradies wird meistens dargestellt als Garten. Vielfach nicht in dieser Abbildung, aber auch als verschlossener Garten, als umzäunter Garten oder mit einer Mauer. Hier sehen wir in dieser Abbildung Adam und Eva im Garten Edens, eben dem ersten Garten der Genesis, und auch den Garten Edens, der repräsentiert wird vielfach mit zwei Bäumen, dem Baum der Erkenntnis und dem Lebensbaum. Der Baum der Erkenntnis ist uns vertraut, meistens nun in der Überlieferung als Apfelbaum mit Schlange. Der andere Lebensbaum ist nicht so in die allgemeine Hermeneutik eingegangen. Wir werden da noch drauf zu sprechen kommen. Als zweite Art des Hortus conclusus, also des verschlossenen Gartens, finden wir in der mittelalterlichen Kunst eben den Garten mit Maria. Maria als Repräsentanz der Reinwaschung der Seele vom Sündenfall. Und hier sehen wir auch das Bild des Frankfurter Paradiesgärtleins mit Maria und den Heiligen. Wunderschön auch die ganz exakte Darstellung der Pflanzen- und Tierwelt. Die Arten sind ganz genau identifizierbar. Darunter hier auch die Lilie. Die Lilie wird häufig in Zusammenhang gebracht mit Maria. Sie repräsentiert die Reinheit, die Unschuld und die Reinwaschung. Im Weltlichen wurde die Lilie bereits von römischen Adligen in ihre Wappen als Hoffnung und Unversehrtheit integriert. Das wurde dann auch wiederum aufgenommen im 12. Jahrhundert von der bourbonischen Königsfamilie in ihre Wappen. Hier sehen Sie das Wappen blau unterlegt mit der Fleur de Lis, also der Lilienblume auf Französisch. Nur wenn man genau hinschaut, sieht man, dass eben die Blume auf dem Wappen nicht die Lilie, sondern die Sumpfschwertlilie ist, die Iris pseudacorus. In der mittelalterlichen Buchkunst ist und bleibt aber die Lilie eben das Symbol für Maria. Zum Beispiel bei den Verkündigungen des Erzengels Gabriels an Maria, ihrer Empfängnis. Aber auch hier im Stundenbuch der Isabella von Kastilien, welches im 15. Jahrhundert entstand, sehen wir Maria mit dem Jesuskind in der Einrahmung verschiedener Blumen, darunter die Lilie, aber auch die Rose und die Akelei, alles Blumen, die Maria zugeschrieben wurden. Jesus Christus eben auch in dem Sinne als Sinnbild der Erlösung. Wir sehen hier das Kreuz mit den zwei Bäumen, also Lebensbaum und Kreuz. Das heißt, Jesus Christus symbolisiert hier eben den Lebensbaum und die Erlösung vom Sündenfall. Auf der Suche nach dem Paradies ginge der Blick des mittelalterlichen Menschen sicherlich zum weltlichen Hortus conclusus. Hier sehen wir eine Abbildung von Stefan Lochner, der Madonna im Rosenhag. Hier ist Maria auch eben in einer gartenähnlichen Szenerie, und zwar mit Rosen und Lilien gemalt. Und dieser Paradiesgarten reflektiert, das Zitat, den Ort der Unbeflecktheit und Reinheit, der auch die Seele des Menschen spiegelt.
Viele der Gebetsbücher hatten auch Namen wie Seelengärtlein, Wurzgarten oder Gilgengarten, um eben diese Verbindung von Seele und Garten zu reflektieren. Auch die Seele benötigt einen Schutz vor äußeren Einflüssen und der ständigen Pflege, genau wie ein Garten. Gleichzeitig ist die Lilie auch Bestandteil des Hohelieds Solomos, welches Teil ist der jahrhundertealten christlichen und jüdischen Theologie. Und Komponisten, Lyriker, Dichter, sie alle haben sich mit dieser erotischen Lyrik auseinandergesetzt und hat immer noch Auswirkungen auf die heutige Zeit. Ich möchte gerne zitieren, Verse aus diesem Hohelied. Mein Freund ist hinabgegangen in seinen Garten zu den Balsambeeten, dass er weide in den Gärten und Lilien pflücke. Mein Freund ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Ich bin eine Blume auf den Wiesen des Sharon, eine Lilie der Täler. Eine Lilie unter Disteln ist meine Freundin unter den Mädchen. Hierzu würde diese Art des Hortus Conclusus passen. Sie sehen hier eine Abbildung aus dem Werk der Sphära, entstanden um 1470. Und zwar sehen Sie hier auch wieder den von einer Mauer umschlossenen Garten, den weltlichen Hortus Conclusus, aber eben auch mit vielen erotischen und ekstatischen Elementen der Liebe. Die schönen Künste sind hier reflektiert, die Sänger und Musiker, der Lebensbrunnen und eben das Liebespaar im Vordergrund. Dies mag daran liegen, dass diese Seite in der astrologischen Handschrift der Sphäre dem Planeten Venus zugeordnet ist. Wir hoffen, Ihnen hat das Video gefallen. Wir würden uns natürlich über einen Like freuen oder dass Sie unserem Kanal folgen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.